Großes Thema Verjüngung, wirkliche Zellerneuerung. Ist es möglich? Ich sage ja, habe schon viele Videos jetzt rausgepostet, weil es viele Aspekte trägt. Hier ein weiteres, noch einmal wirklich für die Erkenntnis, was es für Verjüngung braucht. Eine Sekunde, Intro, bin gleich da. Ja, herzlich willkommen bei Namahem wieder und wie gesagt, nächstes Video zum Thema Verjüngung und Erneuerung. Und vielleicht schaltest du jetzt das erste Mal in dieses Video rein. Es gibt eine ganze Playlist drüber. Jedes Video ist wirklich wohl überlegt und trägt einen Aspekt, was für wirkliche Verjüngung notwendig ist. Und heute möchte ich über ein ganz spezielles Thema reden. Und, ja, macht mich alleine schon funny. Ich habe mich jetzt kurz eingefühlt in das Video und ich fühle mich immer in die Energie ein. Ich mache mir keinen Plan, was ich sage, sondern ich rede einfach drauf los. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Die kannst du mir jetzt glauben, wenn du dich noch nicht mit spirituellen Themen befasst hast, dann hörst du es vielleicht zum ersten Mal. Also wir sind schon ja viel länger auf diesem Planeten, als wir wie nur einmal in einem Leben. Tausende von Inkarnationen hast auch du schon gelebt, durch viele Zeitepochen hindurch, die sich teilweise ganz anders dargestellt haben, als das heutzutage ist. Aber da kann ich jetzt nicht so detailliert darauf eingehen. Da gibt's vieles von uns, wo du mal schauen kannst, dir dieses Wissen zu holen. Es gab eine Zeit in Atlantis, war das sehr stark. Es gab aber auch eine Zeit nach Atlantis, wo das auch mal starker Bestandteil nochmal war. Aber lass uns mal bei Atlantis bleiben, weil da die Verknüpfung vielleicht zu dem Thema auch ein bisschen einleuchtender ist. Also was viele schon gehört haben, ist dieser Begriff, die Hallen von Amenti. Die Hallen von Amenti sind ein Energiefeld gewesen. Also man musste durch ein Dimensionstor gehen. Wie hat man das damals gemacht? Nee, wird zu weit führen. Die Atlanter sind, und auch du warst einer davon, Atlanter, die Avatare damals, sind durch diese Dimensionstore gegangen. Es war keine technische Angelegenheit, sondern durch Dimensionstore zu gehen, ist Mystik. Du musst einfach in einer Energieschwingung sein, dass sich dieses Tor vor dir auftut, in einem bestimmten Bewusstsein, in einer bestimmten Lichtausdehnung. Sonst geht es nicht. Also nicht technisch herbeizuführen, so wie bei Stargate und jeder kann da durchlatschen oder so. Das sind immer die Traumvorstellungen der Menschen, die die Menschheit zur jetzigen Zeit hat, dass diese Dinge technisch zu lösen wären, aber die Mystik ist nicht durch Technologie zu überwinden, sondern nur durch diese pure Energie. Es geht nur wirklich, kann nicht jeder kommen und durch ein Dimensionstor gehen. Es braucht eine energetische, ich habe es ja schon gesagt, Ausdehnung und Bewusstsein und da gab es ja schon Vorgängervideos, kannst du ja gerne noch anschauen dazu, wie man da hinkommt. In diesen Hallen von Amenti wurde diesen Avataren, die teilweise Tausende von Jahren in ihren Körpern geblieben sind. Es war keine Seltenheit in Atlantis, viele, viele Tausende von Jahren, in einem großen Ritual bestimmte Energien, viele Energien zugeführt, muss man einfach sagen, die es gebraucht hat, um den Körper wieder völlig zu regenerieren. Und es war sogar auch möglich, also wenn jetzt irgendwie Atlantis war eine harte und auch sehr kämpferische Zeit, wenn das viel mit dem Schwert auch entschieden worden. Also selbst Gliedmaßen, die abgetrennt waren, konnten auch sich wieder regenerieren. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr fortgeschrittenes Stadium der Regeneration und Erneuerung,
da sprechen wir jetzt im Moment mal noch gar nicht wirklich davon. Jetzt gehen wir erstmal ran, unsere Zellen dazu zu bringen, sich erstmal den Alterungsprozess zu stoppen und nach in die Verjüngung zu gehen. Also Gliedmaßen nachwachsen lassen ist im Moment gerade nicht mein Thema, unser Thema. Und in diesen Hallen von Amenti gab es die Tempeltänzer und Tänzerinnen. Jeder Mensch und jeder Avatar hatte eine Gruppe von 12 dieser Tempeltänzer. Jeder hat eine andere Energie getragen und jeder dieser Tempeltänzer, Tänzerinnen war für einen bestimmten DNA-Strang zuständig. Zur Erinnerung nochmal, unsere vollständige DNA hat nicht nur 2 Stränge, nicht eine Doppelhelix mit 2 Strängen, sondern 6 Doppelhelixe, also 12 Stränge. Und die müssen auch aktiv sein. Das nennt man dieses körperliche und zugleich spirituelle Erwachen im Lichtkörper und in den Zellen. Und mit Tanz, mit Ritual, mit Anrufung, mit Tönen, mit Gesängen wurde der Körper niedergelegt. Und damals war die Energie, also man meint immer, Atlantis war nur, wir waren sehr weit spirituell entwickelt, ja, aber die Energie heutzutage auf unserem Planeten ist viel höher und ermöglicht viel mehr, viel leichter und nicht nur bestimmten Avataren, sondern es wird nach und nach der ganzen Menschheit auch ermöglicht werden, diese Prozesse zu durchlaufen. Was haben diese Tempeltänzerinnen gemacht? Also die haben praktisch erstmal dich vielleicht, in Trance getanzt, durch energetische Bewegungen, durch Gesänge und so weiter, bis alles zur Ruhe gekommen ist, still, auch jede mentale Struktur, alles sich gelegt hat, alles ruhig geworden ist. Und dann wurden bestimmte Energien angerufen. Und da kann ich vielleicht nochmal ein Video dazu machen, welche auch gerufen wurden. Viele von euch kennen eine ja schon, die Elise-Energie zum Beispiel, das ist eine davon. Was ist die Energie der Tempeltänzerinnen, die sie tragen? Leichtigkeit. Also ich habe es im Vorgängervideo schon zum Thema Veränderung gesagt. Wir haben oft einen Begriff, ein Wort und sagen Veränderung. Okay, was stelle ich mir unter Veränderung vor? Aber hinter jedem Wort steht ja auch ein energetischer Zustand. Das ist nicht nur ein Wort, es ist auch eine Energie. Und Leichtigkeit ist natürlich auch eine Art der Energieform. Es ist etwas, was Natürliches, was dem Leben zugehörig ist. Das eigentlich streichen wir mal raus. Das ist so. Und das Leben geschieht und entfaltet sich in Leichtigkeit. Und was halt unsere Zellen auch besonders brauchen und wir überhaupt, aber auch die Zellen zur Erneuerung, ist diese Energie der Leichtigkeit. Im Vorgängervideo habe ich schon gesagt, also versucht diese Umstellung der Subroutinen des Körpers spielerisch und mit Leichtigkeit zu gestalten. Da habe ich zwar schon die Überleitung zu diesem Video, aber man kann ja oft im Alltag nicht Leichtigkeit einfach mit dem Fingerschnippen herbeiholen oder bestimmte Gefühlszustände und sagen wir, jetzt fühl dich mal leicht. Ja, ich fühle mich gerade leicht. Aber die Energie der Leichtigkeit ist etwas, das wirklich dann auch im Lichtkörper sichtbar ist, wo die Energien viel harmonischer zirkulieren, sich austauschen. Das Gleiche gilt auch, es ist nämlich auch ein energetischer Austausch in unserer DNA. Und eben dort in den Hallen von Amenti, die Hauptenergie der Tempeltänzerinnen war die Energie der Leichtigkeit. Es musste in Leichtigkeit alle anderen Energien bewegt, gerufen, angebunden werden, damit der Körper sich wirklich erneuern konnte.
Wird oft gesagt, weiß nicht, habe ich schon mal erwähnt, ist immer so mein Ding, ich bin nicht bibelfest, aber Moses hat mit 800 noch ein Kind gezeugt, gehört ins Reich der Märchen, war Altes Testament, wo das aufgeschrieben wurde, war atlantische Zeit. Also diese alten Avatare und die auch bekannt und wo es niedergeschrieben wurde, tatsächlich mit 800 Jahren waren wir da zu manchen Zeiten noch sehr jung und spätere Zeit von Atlantis dann vielleicht schon im fortgeschrittenen Alter. Die Epoche hat sich auch weiterentwickelt. Irgendwann haben wir ja das stillgelegt, diese Möglichkeit der Erneuerung und Leichtigkeit. Ja, wie kannst du jetzt am besten die Energie der Leichtigkeit erzeugen? Man kann natürlich schon das innere Kind auch mit hinzurufen. Also ist ja auch ein Energiefeld in uns und übrigens auch ein kleines Missverständnis aufzuklären. Das innere Kind, wo es oft heißt, Arbeit mit dem inneren Kind, wo dieses innere Kind in den Fokus rückt, dass du vielleicht mal warst, wo du Kind warst, das Verletzungen erlitten hat und so weiter. Das ist nicht gemeint, das ist das spirituelle innere Kind gemeint. Und dieses innere Kind, von oft in Arbeit mit dem inneren Kind dran gearbeitet wird, könntest du dir ein bisschen schon so vorstellen wie ein Energiefeld, das eben dir den Zugang zu deinem wirklichen inneren Kind, diesem spirituellen inneren Kind, das alle Weisheit in sich trägt, das voller Intuition ist, und so viele positive Energien in sich trägt, unter anderem auch die Leichtigkeit, die Lebensfreude und so weiter, kann dir dieses verletzte innere Kind, das du mal warst oder was dir da geschehen ist, natürlich erschweren. Dennoch kannst du dieses ganz reine und unverletzte Feld deines inneren Kindes, das in dir existiert, als innerer Helfer sozusagen, jeder Mensch hat es übrigens, kannst du das anrufen, je öfter du dich mit diesem Energiefeld beschäftigst und es hinzurufst und vielleicht ihm sogar einen Namen gibst. Also vielleicht nicht den Namen, wie du als kleines Kind gerufen wurdest, sondern es kann auch ein Fantasiename sein. Fantasie ist was Wunderbares, ist auch was mit dem inneren Kind verbunden ist. Dann sprichst du dieses Feld immer öfter an. Und es beginnt in dir mehr lebendig zu werden, zu zirkulieren und sendet auch mehr Energie der Leichtigkeit aus. Was du noch tun kannst, ist, deine Gruppe der Tempeltänzer anzurufen. Und da würde ich so vorgehen, dass du dir vorstellst, das sind 12 Energien, die Tempeltänzer, 12, die sind nicht innere Felder von dir, sondern das ist was, das dir mitgegeben wurde, auf das du Zugriff hast, aber das schon zu dir gehört, dir zugehörig ist. Und wenn du ruf am besten nicht, um es einfach zu halten und die Energie zu fokussieren, nicht 12 verschiedene Energien, 12 Tempeltänzer an, sondern sei dir bewusst, dass das eigentlich eine Energie ist, die 12 verschiedene Aspekte trägt. Vielleicht flüstert dir deine Seele ja auch, wenn du dich mit dieser Energie der Tempeltänzer beschäftigst, ja auch irgendein sowas wie ein Namen, einen Klang, einen Ton oder eine Wahrnehmung von diesem Energiefeld, das du dann aufnehmen kannst, dann kannst du noch besser damit in Kontakt treten. Wenn du da, je mehr du mit deinen Tempeltänzern, und es ist ja auch in deinem Weisheitsaspekt, der alles von allen Inkarnationen auch gespeichert hat, die ganzen Inkarnationserfahrungen und so weiter, ist diese Erinnerung ja auch da, an die Hallen von Amenti, an deine Tempeltänzer. Und wenn dieses Feld du rufst und es über dich diese Energie, diese besondere Energie der Leichtigkeit aussendet, die ist nochmal ein bisschen anders wie die vom inneren Kind, aber beides synergieren super gut zusammen. Dann entsteht eine Energie der Leichtigkeit,
die vielleicht jetzt nicht gleich auf Anhieb dich im Alltag nur noch rumhüpfen lässt, weil du dich so leicht fühlst und so frei. Alles ist ja gibt so viele Faktoren, aber es geht um diese Energie. Und diese Energie möchtest du ja einsetzen, um dich zu verjüngen. Also natürlich, wenn du Leichtigkeit spürst, wenn du auch das machst, was ich im Vorgängervideo gesagt habe, die Subroutinen deines Körpers, oder neu zu gestalten, dann wirst du auch mehr Freude an Bewegung haben. Das hat auch was mit dem inneren Kind zu tun. Bewegung ist auch Leben. Dann tun sich die Zellen viel, viel leichter, eben das neue Zellprogramm anzunehmen, das du zuvor oder gleichzeitig auch währenddessen gesetzt hast, indem du deine Zellen, deinen Zellkern, deine DNA umprogrammiert hast und diese weiteren DNA-Stränge dekodiert hast, die zu irgendeiner Zeit mal kodiert wurden, also begrenzt wurden und du möchtest sie wieder voll eröffnen. Energie der Leichtigkeit, inneres Kind anrufen und deine Gruppe der Tempeltänzer, die Energie der Tempeltänzer. Ich glaube, dabei belassen wir es für heute. Schon wieder viel an Information. Wenn du sie noch nicht gekannt hast, setz all diese Bauteile, alle diese Verjüngungsserie zusammen und ich verspreche dir, also erstmal wirst du dich jünger fühlen. Und das Gefühl selber ist ja auch schon ganz wichtig. Also wenn man was macht und man fühlt es nicht, dann glaubt man es auch nicht wirklich. Dann ist es nur im Kopf. Und wir wollen versuchen, es wirklich ins Gefühl zu bringen. Wir wollen so weit kommen, dass du irgendwann sagst, also irgendwie, es hat sich was verändert. Es hat sich was zum Positiven verändert. Ich bin wieder agiler, ich fühle mich lebendiger. Das sind alles Voraussetzungen, dass deine Zellen beginnen, dir zu glauben, nachdem du ihnen so lange Zeit was anderes erzählt hast oder was ja auch dir selber erzählt wurde über Altern, Vergänglichkeit und Tod, Sterben. Das müssen dir deine Zellen erstmal glauben und du musst es ihnen auch vorleben. Und mach das doch alles zusammen und du wirst ganz, ganz sicher Effekte erleben, die sich immer mehr aufbauen. Und ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, viele, die diesen Weg schon länger gehen, Jahre, Jahrzehnte und wirklich das anstreben, sind schon sehr innerlich, auch von den Zellen her, vom Stoffwechsel verjüngt. Die Zellen sind schon umprogrammiert, aber sie glauben es noch nicht so richtig, dass sie es voll umsetzen dürfen, weil noch ein Gegenprogramm läuft. Wir wollen versuchen, dieses Gegenprogramm zum Stoppen zu bringen. Und da wünsche ich dir dabei einfach Freude. Ich wünsche dir Freude und Leichtigkeit bei dem Ganzen und Vertrauen. Vertrau drauf, dass es möglich ist. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, wenn du sagst, naja, schauen wir mal, ich glaube es zwar nicht, aber machen wir mal, glaub mir, dann kann es nicht wirklich funktionieren. Für heute, dein Name Him, gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, das nächste Video kommt bestimmt, dann wirst du informiert. Mir hat's Freude gemacht, lieben Dank, Ananascha in der Lichtsprache, bis zum nächsten Mal, dein Name Him.